Hello, hello, hello. Na, wie geht's euch? Was geht? What's poppin'? Hi. Na, lang ist schon wieder her. Ja, erschreckt euch nicht. Ich bin ungeschminkt, weil ich absolut am Gammeln bin heute. Moment. Hi. Hello. Moment, ich muss das mal hier so... Ah! Das wollen wir nicht. Moment. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Oh no. Okay, warte, wir machen das. Und dann, oh Gott, welches ist es? Ist es das? Ja. Kann ich das einfach wieder... So, ich habe es wieder heile gemacht, glaube ich. Gammeln klingt gut, Wochenende ist ja auch zum Erholen da. Oh yes. Hi. Na, ihr süßen Mäuse. So, ich wollte eigentlich einfach nur... Warum? Warum tust du das, Computer? Can you not? So. Können wir uns jetzt alle beruhigen? Okay. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich's. Sorry. Bisschen problematisch hier gerade. Hi. Was geht? Du bist on. Mhm. Was läuft? Was geht so bei euch? Ich war einfach so lange nicht mehr online. What the fuck? Es ist einfach schon wieder 4 Wochen her oder so. Länger. Ich sehe aus wie der letzte... weiß ich auch nicht. Aber irgendwie hatte ich mal wieder Bock zu streamen. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn ich so länger nicht gestreamt habe, so wie jetzt, dann habe ich immer so ein bisschen Anxiety, den Stream wieder anzumachen, weil ich mir denke, kann ich das überhaupt noch? Wird das strange? Wird das komisch? Und letztendlich ist es das aber nie. Und eigentlich macht es einfach nur mega Spaß. Und ja, jetzt sind wir hier. Es ist mega cool, dass ihr alle am Start seid. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Lernen? Nein! Nein! Ich muss dieses Jahr nicht mehr lernen. Ist das nicht geil? Ich bin einfach für dieses Jahr durch mit meinen Klausuren. Und es ist einfach richtig gut. Ich habe nächste Woche noch eine Woche Praktikum. Und danach ist Weihnachten. Und dann ist sowieso frei. Und ich habe dann im nächsten Jahr noch 4 Klausuren. 4 Klausuren. Und die sind aber auch erst Ende Januar. Also ich habe jetzt erstmal ein bisschen Puffer und ein bisschen Zeit zum Relaxen und Chillen und Gammeln. Und genau das machen wir heute. Beziehungsweise das habe ich halt auch eigentlich schon den ganzen Tag gemacht. Ja, ich lieb's. Es ist absolut großartig. Gestern musste ich arbeiten, was ich irgendwie ein bisschen verpeilt hatte. Aber egal. Bringt Geld. So kann ich mich nicht beschweren. Und ja, heute war halt echt so ein ganzer Tag nichts tun, beziehungsweise Stress reduzieren. Ich habe Serien geguckt, ich habe geiles Essen gegessen, ich habe sogar ein bisschen Sport gemacht. Oh mein Gott. Ich war in der Badewanne, ich habe gelesen, mir geht's richtig gut. Und jetzt zocken wir noch eine Runde. Und ich freue mich da extrem drauf. Und von daher war heute ein sehr erfolgreicher Tag. Und ich habe heute früh noch meinen Vlog geschnitten und der wurde vorhin hochgeladen. Das heißt, falls euch das interessiert, könnt ihr euch den sehr gerne angucken. Und ja, die nächste Woche wird eigentlich auch relativ cool, denn ich habe nächste Woche ein Neurologie-Praktikum. Und das findet jeden Tag immer nur von 13 bis 16 Uhr statt. Das ist halt richtig entspannt, weil ich einfach jeden Tag ausschlafen kann. Und ich freue mich schon. Ja. Haben wir uns überhaupt schon gesehen in der ganzen Praktikumszeit? Lesen, mein wiedergefundenes Hobby. Ja, ich habe das auch viel zu wenig gemacht in letzter Zeit, weil ich auch einfach, ich weiß, gerade lesen. Durch mein Studium muss ich halt jeden Tag sehr viel lesen, halt so medizinische Sachen, die ich lernen muss. Und wenn ich nach Hause komme, dann habe ich meistens echt gar keine Lust mehr, irgendwie ein Buch in die Hand zu nehmen, irgendwas zu lesen. Und jetzt sind aber Praktika und das ist alles ein bisschen... Wir machen ein bisschen mehr selbst und es ist ein bisschen weniger... Ich lese den ganzen Tag in der Uni und deshalb kann ich mich jetzt auch mal zu Hause hinsetzen und ein Buch lesen und das ist richtig cool. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Genau, und ich hatte Moment. Ich muss mich kurz... Was hatte ich? Letzte Woche hatte ich HNO-Praktikum. Das war ziemlich cool, war aber auch ein bisschen anstrengend, weil es immer irgendwie von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr oder so ging, glaube ich.
Kann ich die Werbung wegschalten? So. Das ging halt immer relativ lange und diese Woche hatten wir Psychiatrie-Praktikum. Das war auch richtig, richtig, richtig gut. Und das ging halt jeden Tag von 9 bis 15 Uhr. Ja, von 9 bis 15 Uhr. Und so viel Spaß es auch gemacht hat, so anstrengend ist es halt auch, weil man es einfach gar nicht gewohnt ist, wenn man aus dieser Vorlesungszeit kommt. In der Vorlesung sitzt du halt den ganzen Tag auf deinem Arsch und hörst dir an, was andere Leute zu labern haben und idealerweise bleibt ein bisschen was davon in deinem Kopf hängen. Aber bei den Praktika musst du halt echt auch Sachen machen und drüber nachdenken und du machst das alles eigentlich zum ersten Mal und deshalb ist es auch mega kompliziert und schwierig und ja, aber es macht auch extrem viel Spaß. Darauf wollte ich hinaus. Und nächste Woche Neurologie wird, glaube ich, thematisch auch anspruchsvoll. Aber dadurch, dass es jeden Tag nur 3 Stunden sind und die auch nicht morgens um 8 anfangen, sondern erst um 13 Uhr, das ist, glaube ich, also es hat Potenzial, gut zu werden. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ja. Aber wir sind heute hier, weil wir ein bisschen Genshin Impact zocken wollen. Auch das so eine Sache. Ich habe auch einfach schon ewig kein Genshin mehr gespielt. Ich mache euch mal die Musik aus. So. Und dann mache ich hier die Musik wieder an. Könnt ihr das hören? Ja, eigentlich müsstet ihr das hören können. So. Jetzt switchen wir noch. Moment, das mache ich zu. Das mache ich auf. Haha! Would you look at that? Coole Sache. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Oh Gott, jetzt ist der Chat so klein. Okay. Hallo, schönen Abend. Ich muss auch ein bisschen was an Medizin lernen. Das ist für mich schon viel, wir gar nicht wissen, was du alles wissen musst. Da war was Leises. Okay. Ihr müsst mir sagen, ob das zu laut oder zu leise ist oder keine Ahnung was. Dann kann ich das immer noch gerne anpassen. Aber ja, so, gucken wir erstmal in das Mail-Ding. Oh mein Gott. Also. Das hier sind die Daily Check-in Rewards, denn Lab, also die Macher von diesem Spiel, die haben eine App entwickelt und jeden Tag kannst du dich an der App anmelden und dann kriegst du so einen kleinen Anmeldebonus und das ist halt mega cool. Dann waren irgendwie die Dingens, die Game Awards. Die Game Awards waren, glaube ich. Ich glaube, irgendwas anderes hat gewonnen. Irgendwie Spider-Man? I don't know. Also Genshin Impact war nominiert, hat aber, glaube ich, nicht gewonnen. Und deshalb verteilen die immer so richtig schön. Ein paar Primos. I love it. Und können wir bitte ganz kurz gucken, wie viel fucking Zeug ich hier habe, weil ich einfach so lange nicht mehr gerollt habe. Oh mein Gott. Ja, also ich habe mal ausgerechnet, mit diesen Sachen könnte ich ungefähr roundabout 100 Mal rollen. Das heißt, wenn so die nächsten Banner kommen. Also die Charakter, die ich unbedingt noch haben möchte, sind halt Neviette und Alhaitham. Und wenn die nochmal einen Reroll kriegen, dann wird da so reingeschallert. Und ich weiß, beim nächsten Patch, beim nächsten Update, das nächste Banner wird Raiden Shogun. Und sie habe ich halt auch noch nicht. Und eigentlich möchte ich sie auch gerne haben. Und ich habe jetzt aber auch schon sehr lange keinen 5-Star mehr bekommen. Das heißt, wenn beim nächsten Banner Raiden Shogun da ist die Chance relativ groß, dass ich sie kriege. Im Shop auch die 5 Wünsche für den Sternstab. Das stimmt. Das vergesse ich immer. Muss mal gucken. Paimons Bargains? Ja. Ja, okay. So. Ja, gut. Ja, gut. Da habe ich im Moment nicht so viel, aber kann man ja mal mitnehmen. Nein, Moment. Ich wollte hierhin zurück. Auf jeden Fall stehen die Chancen gut, dass ich Raiden Shogun kriege, wenn sie beim nächsten Update kommt. Und wenn danach nochmal irgendwann Alhaitham oder Neviette kommen. Können wir bitte mal kurz darüber reden, dass er Neviette heißt, weil es französisch ist und alle im Spiel Neuvillette sagen, weil sie kein Französisch können. Und das triggert mich ein bisschen. Das finde ich fast genauso schlimm wie Fischels deutsche Voicelines, die nicht richtig deutsch ausgesprochen sind.
Ich weiß nicht, ob das nur mich nervt, aber mich nervt es extrem. So, okay. Ich muss gestehen, ich bin mitten in irgendeiner Storyline drin. Ich habe gar keinen Plan, was passiert. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss da rein. Was passiert, wenn ich hier drücke? Nein, okay. Was passiert, wenn ich hier drücke? Aha, aha, okay. Okay, das geht schon mal nicht. Aber ihr seht, ich habe noch einige Quests, die ich machen kann. Und eigentlich würde ich halt gern Masquerade of the Guilty weiterspielen. Einfach so die Hauptquest. Aber scheinbar funktioniert das nicht, weil ich erst vorherige Quests machen muss. Okay. The Phantom Thieves Reappearance. Dann machen wir doch das einfach zuerst. Das wäre so mein Vorschlag. In der nächsten Zeit Streams mit dir. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also eigentlich war der Plan... Okay, nochmal ganz kurz, bevor wir anfangen. Eigentlich war der Plan, dass ich am 22., also nächsten Freitag, in die Heimat fahre und dann bis ins nächste Jahr in der Heimat bin. Dann hätte ich halt gar nicht streamen können. Aber jetzt haben sich die Pläne relativ kurzfristig, relativ dramatisch geändert. Wegen Gründen, die ich euch nicht erzählen kann. Aber wahrscheinlich wird es jetzt so kommen, dass ich über Weihnachten und Silvester in Köln bin. Und ja, das heißt, ich habe zumindest zwischen den Jahren so ein bisschen die Möglichkeit, wahrscheinlich auch zu streamen. Das wäre richtig cool. Und ja, ich muss auch sagen, es ist ein bisschen strange, jetzt ein Spiel zu streamen, weil ich das einfach so lange nicht gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was das letzte war, was ich gestreamt habe. War das Xenoblade oder so? Weil das ist halt auch irgendwie ein Dreivierteljahr her oder so. Also es ist komplett krank. Und ich habe einfach... Nee, gar nicht. Moment. Wir haben den 24-Stunden-Stream gehabt im April. Da habe ich 24 Stunden Genshin Impact gestreamt. Und ich bin so traurig, dass ich den Stream nicht abgespeichert habe. Und dann war er irgendwann gone. So, Moment. Da wollen wir hin. Okay. Das heißt, wir gehen hier hin und dann springen wir einfach runter. Eigentlich wollte ich den 24-Stunden-Stream auf YouTube hochladen. Allerdings ist mein Internet zwischendurch immer wieder abgekackt. Ja, bevor jetzt die Voicelines anfangen. Ah! What's she doing this time? Oh, looks like street interviews. Paimon has a funny feeling that we might be in for an interesting time if we go check it out. Warum ist der Lerntimer noch oben in der Ecke? Moment. Den muss ich mal ganz kurz ausblenden. So, gerade erst gesehen. Genau, 24-Stunden-Stream. Mein Internet ist zwischendurch abgekackt und deshalb hat Twitch das in verschiedene Teile gesplittet. Und dann war das aber irgendwie so komisch und dann habe ich es nicht runtergeladen und jetzt ist das für immer weg. Und das finde ich ein bisschen traurig. Aber egal. So, habe ich gleich beim letzten Mal... Es war ein sehr toller Stream. Ich fand den Stream auch einfach mega cool. Also der 24-Stunden-Stream war schon ziemlich hype. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft, in naher Zukunft, bestimmt werde ich das irgendwann nochmal machen. Aber im Moment bietet es sich, glaube ich, nicht so sehr an. Ja. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe das Stream doch verlernt. Ich verliere einfach meine ganzen Gedanken. Ja. So, wollen wir mal Charlotte ansprechen? Warte mal, was haben wir denn hier noch? Ich fühle mich gerade so ein bisschen ADHD-mäßig, dass einfach alles gleichzeitig passiert. So, Moments of Cicity, nein, machen wir alles nicht. Testrun habe ich, glaube ich, ja. Oh, das könnten wir theoretisch auch machen. Ich weiß gar nicht, noch 9 Stunden, dann müssen wir das eigentlich jetzt machen. Wollen wir das einschieben? Weil wenn das nur noch 9 Stunden geht, lass das mal jetzt machen. Doch, lass das mal jetzt machen. Ach ja, was ich sagen wollte. Ich habe ja jetzt einen neuen YouTube-Channel, also einen zusätzlichen YouTube-Channel, weil auf meinem Main-Channel die ganzen Vlogs hochgeladen werden. Und es gibt jetzt auch noch das Paulina Pony Stream Archive und da werden die ganzen Streams hochgeladen. Das finde ich auch ziemlich cool. Und deshalb bin ich da jetzt auch mehr hinterher, die ganzen Streams wieder hochzuladen. So, gucken wir uns diese Quest an. Is there something wrong? War das ein Fungus? Let's go check it out. Okay, das kriegen wir hin. Thank you for cooperation. Review has been completed. Your companions are safe.
Ja, Fontaine Foreign Species Management Act. Haha. You may proceed with your event. Thank you. I don't think hosting an event would be so complicated. I guess my preparations weren't sufficient. Here's special guests. Maison Gardiennage rarely comes into contact. Ja, okay. Ja, also ich meine, jetzt hat sich das ja alles geklärt, ne? Eigentlich können wir das ein bisschen skippen. Sind wir das Topic von der Conversation? Who are you? Das ist doch schon mal eine gute Frage. Who are you? Your failure to remember me is my mistake. Oh, wir haben sie schon mal getroffen. Long time ago. In Sumeru. Oh, ich glaube, das habe ich verpasst. Also, während der Sumeru-Zeit habe ich leider gar nicht so viel gespielt. After the event, you became the ultimate decision maker of the tournament. Okay. Has been taking care of Bongo Head. Ich glaube, ich kenne sie nicht. Your outfit is gorgeous. Ich kenne sie nicht. Ich glaube, ich habe das Event in Sumeru einfach nicht gespielt. No dress code. Hania. Hania? Hania? Keine Ahnung. Research for reliable investors of the... Transactional business. Okay, ja. Wir wollen... Warum müssen die immer so viel reden? Ich möchte gerne... das Tabletop-Game. Fungus Mechanicus. Daran erinnere ich mich. Fungus Mechanicus. Das kenne ich noch. Suka ist at Steambird's Office. Okay, dann müssen wir da wohl wieder hin. Little Fungi's Fantastic Fiesta. Das ist doch mal ein Name. Ich habe heute Mittag deine letzten 3 Vlogs angeschaut. Habe mich gefragt, ob dieses Jahr überhaupt noch ein Stream kommt. Aber schön, dass du nochmal da bist. Oh, danke schön. Das freut mich total. So, wir müssen uns kümmern, dass dieses Tabletop-Game irgendwie zustande kommt. Little Fungi's Fantastic Fiesta. Cool. So, Freunde, sagt uns, wo wir hin müssen. Wir machen das. Ja, komm, können wir das ein bisschen abkürzen hier? Time for a new game. Machen wir. Ah, wir können direkt spielen. Cool. Working Monsters Leisurely Test. A basic level designed by Hanya. Centers around the most common combination of Pyro Flames and Blazing Axe Meteorals. Ja, okay, komm. Ich glaube, wir haben nicht so viel Auswahl, ne? Stage Archive. Ah. Okay. Ich bin ein bisschen confused, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich finde es immer, weiß ich nicht, ich schaffe es meistens nicht, diese Events zu spielen, weil ich so selten spiele. Und dann ist es halt so wie jetzt. Oh Gott, ich sollte mir das durchlesen. Use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Muss man die nicht einfach nur... Oh Gott, defeat all opponents? This lineup is full of elemental creatures. Was? Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Press a portrait and give orders. Ah, okay. Oh Gott. Nee. Ah. Ich bin so confused. What the freak? Okay, du hast eine Ability. Du hast auch eine Ability. Okay, oh Gott, du solltest da weg. Du solltest da ganz dringend weg. Kannst du da irgendwie weg? Ich kann nicht mehr, Alter. Was passiert hier? Haben wir es geschafft? Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Aber scheinbar hat es funktioniert. Ganz komisch. Ich hätte mir die Regeln durchlesen sollen. Too strong, even if it's just a tabletop game, you're still practically invulnerable. Fast. Warum reden sie alle so viel? Es ist mir eigentlich voll egal, was ihr sagt. Lasst mich doch einfach die anderen Level spielen.
Let's each play and then we go see Bongo Head. Ja, das klingt doch nach einem Plan. So, Party Setup. Oh nein, jetzt muss ich weise Entscheidungen treffen. Also wir haben Elektro und Pyro. Und ja, die sind mir eigentlich relativ egal. Oh Gott. Das ist Defense, das ist Angriff. Nehmen wir meinetwegen ihn. Ich habe gar keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Ich habe gar keinen Plan. So. Okay, da haben wir einen Cooldown. Das funktioniert aber. Okay, komm da mal weg, Kollege. Ich bin so confused. Ich bin nicht multitaskingfähig genug, um die alle zu koordinieren. Ja. Hätte ich 5 auswählen können? Oder sehe ich das gerade falsch? Was sind die Dinger unten am Rand? Okay, Kollegen, wollt ihr da vielleicht einfach mal weg? Are you alright, Bongo Head? Wer ist denn jetzt Bongo Head? Ich weiß gar nicht, wer Bongo Head ist. So. Erinnert an TFT. Ja, irgendwie, aber ich muss die schon alle noch einzeln steuern. Heart of the Blade. Oh Gott. Recommended Roles. Ja. Passt schon, ne? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Das ist mir auch ein bisschen zu viel Strategy, ehrlich gesagt. Some opponents have special combat skills. When an AoE skill is going to deal damage to little fungi in an area, a warning will appear on the field showing the area about to be attacked. When a skill is going to be used against a specific little fungus, a small warning mark will appear above. Okay. Okay. So, Freunde, könnt ihr euch da ein bisschen von wegbewegen? Vielleicht, dass ihr nicht ganz so im Schussbereich steht. Das wäre doch mal was. Oh, weg da. Ah! Okay. Könnt ihr nicht so nah rangehen vielleicht? Der eine Little Fungus stirbt gleich einfach. Das ist auch okay. Okay, der eine ist okay. Was? Komm da weg! Ah, komm doch da weg! Warum macht er das nicht? Hier, du mein... Nein. Du gehst da schön weg. So. Ich steig nicht ganz durch. Not yet unlocked. Press here to allow it. Huh? Click the fungus. Warum haben wir das jetzt nicht geschafft? Weil hier ist der Dingens. Ach, Quest. Okay.
Bis jetzt machst du es ja anscheinend gut. Es ist auch, glaube ich, echt nicht so schwierig. Und ich glaube, ich mache das auch nicht so gut, wie es eigentlich gehen würde. After a while, you and Paimon arrive at the... I'm Angyen. I was the drill master before she entered special patrol. I'm nothing like her. Oh, jetzt labern die auch wieder eine Stunde. I'm sorry, aber ich werde das einfach skippen. Weil es echt nicht so wichtig ist. Aber dann können wir gleich weiterspielen. Ha! Schaut mal. Das hat jetzt gar nicht so lange gedauert. So. Dendro wollen wir noch. Cooli. Wenn uns das Spiel das sagt, dann machen wir das doch. Ja, spielen wir gegen Engine. Ah, okay. Okay, ich glaube, langsam check ich's. Also diese Dinger hier unten füllen sich immer wieder auf und die brauche ich sozusagen als Mana, um meine Skills zu benutzen. I see. I see. Haben wir Damage? Ja, schon so ein bisschen. Okay. Cool. Okay, ich glaube langsam verstehe ich so ein paar Abilities. So ein paar. Nicht alle. Okay. Okay. Ich glaube, langsam verstehe ich es ein bisschen besser. Ich glaube, die sind halt alle mehr so Nahkampf. Was bist du denn? Ein kleines Schweinchen. So? Keine Ahnung. Versuche mal alles irgendwie dabei zu haben. Hyperspeed Dagger Hunter. Okay, cool. Ah, die 3 muss weg, die 3 muss weg, die 3 muss weg. Wer hat so wenig? Du hast wenig. Ah, geh aus dem Weg! So. Skill on Cooldown? Nee. Können wir da alle ein bisschen weggehen vielleicht? Ah. Oh no. Oh no, 2 sind einfach tot. Das ist ein kleines Problem. Beweg dich! Ah! Können wir die irgendwie reviven oder so? Kannst du da weggehen? Das funktioniert hier alles irgendwie nicht so richtig. Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber scheinbar habe ich es nicht verstanden. Aber es sind nur noch 2. Okay, also ich habe das auch nicht vollständig abgeschlossen. Ah. Jetzt, oh Gott. So, jetzt müssen wir wieder quatschen mit den Leuten. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ich verspreche euch, die normalen Quests sind besser. Ach, das ist Suka, okay. Und sie ist auch im Steambird. Das ist die lokale Zeitung. Aha.
Cool. So. Ruin Guard, Ruin Guard, Ruin Grader. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hätte mir auch die Infos noch durchlesen sollen, aber egal. Wir wingen das. Wir wingen das. So. Das hat einen Cooldown. Können wir uns da irgendwie ein bisschen von wegbewegen? Kommst du da weg? Okay. Ha. Okay, das hat nicht viel gebracht, weil das... Ah, okay, wir müssen nah an die Leute ran. Wir müssen nah ran, damit die auch was abbekommen. So nämlich. Keine. Mhm, mhm. Okay. Cool. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, auf den Großen zu gehen oder ob ich erstmal die Kleinen wegmachen sollte. But I think we good. Ich glaube, das funktioniert so schon halbwegs in Ordnung. Cool. Was bist du denn? Warte, was? Ein Hund? Ich will nicht gegen den Hundi kämpfen. Mal gucken. Hund ist mies. Ja. Ich will nicht gegen den Hundi kämpfen. Oh. Oh. Kann er sich einfach teleporten? Insufficient. Okay. Warte, was passiert hier? Okay. Sure. Was? Einfach Elektrohundi des Grauens. Ah, guck mal. Also, hier. Elemental Reactions funktionieren hier auch. Das ist cool. Ich würde ja sagen, vielleicht ist es smart, ein bisschen Abstand zu nehmen, aber... Du bist tot, oder? Okay. Ich bin so verwirrt, was hier passiert ist. Aber wir haben es geschafft. Und scheinbar haben wir auch alle Rewards gekriegt. Wie auch immer das gerade passiert ist. Keine Ahnung. Ach so, Moment. Ich muss deine Nachricht noch... Lol. Okay. Genau, gibt Urgestein. Immerhin. So. Ich glaube, damit haben wir es dann auch. Das war ein sehr kurzer Exkurs. In dieses... Wie heißt das? Little Fungi Fantastic Fiesta? Naja, kann man ja mal mitnehmen, ne?
Das ist einfach die beste Funktion. Ich habe bei meiner Maus so eine... Also man kann die mit Software programmieren. Und ich habe einfach so eine Tastenkombination eingestellt, die irgendwie 100 Mal pro Sekunde klickt oder sowas. Das heißt, wenn ich diese Tastenkombination drücke, dann kann ich einfach alle Dialoge skippen. Das ist schon ziemlich cool. So, was sagt der Battle Pass? Oh wow, Level 8. Das ist jetzt auch nicht so krass. Dafür, dass der noch 8 Stunden geht. Man sieht, ich habe nicht so viel gespielt in letzter Zeit. Kann ich mir die Dingens schon abholen? Yes! Das finde ich cool. Das haben sie nämlich neu reingemacht. Dass man kann ja jeden Tag 4 Daily Quests machen und kriegt dafür insgesamt 60 Primo-Gems. Oder man kann halt Story machen und das wird einem hier angerechnet und dann bekommt man das halt auch. Das ist ziemlich cool. Und jetzt können wir einfach zu Catherine gehen. Da vorne. Und dann können wir sagen, wir haben die Dailies gemacht. Dann kriegen wir nochmal 20 Primos. I love it. Dann können wir den ganzen Spaß hier noch machen. Ich finde es schade, dass man hier dass in Sumerus keine Boni gibt. Jetzt kann ich es euch nicht zeigen, weil ich gerade Kaya dahin geschickt habe. Aber ich habe zum Beispiel Tainari und ich habe Collei. Und für die gibt es keine Boni, wenn man die nach Sumeru schickt. Und das finde ich irgendwie komisch. Oder beziehungsweise die brauchen halt nicht weniger lange, obwohl das in den anderen Areas so ist. Bisschen strange, aber dann kriege ich zumindest das hier. Zumindest das hier auch noch. Deutsch ist schwierig. Und so. Schauen wir mal. Das geht noch nicht. Das heißt, Phantom Thieves Reappearance, Navigate. Da wollten wir eigentlich hin. Genau das machen wir jetzt auch. Ich kann, glaube ich, auch einfach hier runterspringen. Jo, das geht viel schneller. So, wiederholt Palmer nochmal ihren Dialog. Nein, tut sie nicht. I see. So you believe that this warning letter was sent by the Phantom Weasel? No, off autoplay. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. Now that he's back, I'm sure the guards who worked on his case back in the day are in for a headache, but however this turns out in the end, the one thing it won't be is boring. Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one. Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Huh? Hey! What a coincidence! Fancy meeting you here. Perfect timing. So, the Phantom Weasel's latest warning letter. What are your thoughts? The Phantom Weasel? This is the first time we're hearing of this one. Could you clue us in? Jetzt muss ich meine Voice-Acting-Skills wieder rausholen. Sorry. Yes, this case is from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Well, not to worry. You're in good hands because I'm a professional. The story goes like this. 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Weasel, nobody knew his true identity, and the authorities never managed to catch him. Wow, cool! He sounds like one of those mysterious night burglars that you read about in novels. Ich finde es übrigens richtig witzig, dass Paimons Fontaine-Personality einfach ist, dass sie Bücher liest. Und das früher einfach nie so war. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. Sounds like an absolute weirdo. I know. The phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor. But this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. So, Also suchen wir jetzt einen Criminal. Da bin ich dabei. there's a good chance that the Weasel would still be at large to this day if it hadn't been for an accident 10 years ago. A magician named Caesar fell to his death in a botched high-altitude escape performance. When the police went through his personal effects,
they found a horde of stolen loot and gadgets used for criminal activities. And that was how the Phantom Weasel's identity was revealed to all. Sure enough, thefts in Fontaine went down after Caesar's death. But today, 10 years on, the notorious thief has once again issued one of his warning letters and pasted it on the gate of the Opera Epiclese for all to see. Weiß ich nicht. Hört sich ein bisschen sass an. Here, it's this one. Oh ja, ich kann sehr viel lesen darin. Absoluter Warning Letter. So, this is the warning letter, huh? Let's see what he wrote. 3 days from now, when evening falls, I shall take from you that which you hold most dear at the Opera House, just as you did to me 10 years ago. This is, without a doubt, a clear declaration of criminal intent. After years of laying low, the Phantom Weasel is back with a vengeance. What once seemed like an open and shut case has been blown wide open. But why has he reemerged now? And what does he want? I sense an epic scoop, and I'm going for it. Uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even... He might steal all your favorite snacks. Ah, das wäre natürlich dramatisch. Let him try! He's gonna eat all our snacks right now! Let's see what he can do about that! Okay, the people have spoken. It's clear that the public are very Was concerned passiert hier about the oben? Phantom Weasel's reappearance. Was macht Linny da oben einfach? Oh, das wird bestimmt gleich noch wichtig. Let's see. My interview notes. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. It does feel like something is missing, though. Something exclusive. Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the weasel. Is that who I think it is? Wer könnte es nur sein? Linny! Looks like he's performing some magic. Magic. Magician. Caesar! The Phantom Weasel! That's it! Let's go interview Linny! Einfach Sherlock Holmes. The original Phantom thief Caesar was a magician too! And what do Phantom thieves and magicians have in common? They both have an air of mystery about them. Perhaps there's a connection there. Are you serious? Bestimmt. What sort of a deduction is that? Oh, relax! My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is pending. Let's go. No time for delay. Na dann versuchen wir mal, The Forgotten Thief, Linny abzupassen. Interview Linny. Auf geht's. Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked? Oh, it's simple. Come closer and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if to say, no, I mustn't let him guess it. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. Now, that's not a good habit. You can tell? Haben sie gerade versucht, das Oh boy. nachzumachen? Kennt ihr dieses Video mit Henry Cavill, wo er das macht? Das ist voll viral gegangen. Daran hat mich das gerade sehr erinnert. That's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about Was passiert? All right, got it. Bye, Mr. Magician. Es ist jetzt Nacht, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Hey, Linny? Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What's the situation?
What's the stitch? Why don't you guess, Mr. Telepathic? Oh, Ich please. liebe Sarcastic Paimon. Spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. Oh, ich werde schon müde. Plus, he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. You guys, on the other hand, let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Er ist einfach zu gut. Cut it in one! Is this more of your trickery at work? Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Linny, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. Angry? Why? You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the... Ich dachte, jetzt kommt irgendwas ganz Persönliches, dass er sich total angegriffen fühlt, aber das ist natürlich ein Zufall. Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Kein Zufall. Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. Von Magician zu Magician, oder was? It's going to be a huge headache for me. The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Aber dann haben wir ihn ja schon mal auf unserer Seite. So what Das ist ja schon mal gut. We might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it. To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Linny. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Thanks for the compliment, though I have to say, I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference that these people overlook. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. Oha. It's gone! Where did it go? That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. Holt er sie jetzt hinterm Ohr I heraus? want you all to check your Das wäre cool. clothes. There might be a surprise in there somewhere. A surprise? Let me see! Oh shit. Huh? Insane. It's right there! But how? You haven't moved this whole time! What an outstanding trick! Sorry, Linny, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be quite frustrating. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations.
I'm curious to know if there was any deeper meaning behind this choice. Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. Lumidoos. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this phantom weasel business is behind us. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time. But let's hope the Phantom Weasel is caught by then. Okay, Freunde. There's nothing else. Wir haben einen straffen Zeitplan. You've given me lots to work with here. Wir haben 3 Tage, mehr nicht. Bis dahin muss der gefangen sein. See you all later. So, Lenny, are you gonna tell us how you did that flower trick now? Na, ich glaube nicht. I'm afraid that's my little secret. Ja, das dachte ich mir. Well, magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. You feel it too, right? So itchy. The Phantom Weasel. You sure you'll be able to handle him? Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistant and help me investigate? Magician Klar. assistants? Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians too. Wo hat sie das jetzt schon wieder her? One step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? We'll help you with your investigation. What's your plan? The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the weasel? Well, that'll make things more interesting. It would mean that the weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. Oha, er hat einfach seine eigene Investigation Let's go begonnen. and rendezvous with Lynette. Er ist einfach schon 10 Steps voraus. Okay. Gucken wir mal nach Lynette. So, wo... Moment. Wo wollen wir jetzt hin? The long failed graph efforts... Nee. Steambird Interview. Ah, jetzt ist die Frage, machen wir das weiter, was wir angefangen haben? Ja, ne? Machen wir das. Machen wir das zuerst. Ah, nein, das war die falsche Höhe. Verdammt. Kommt mir das nur so vor? Oder brauchen die Ladebildschirme immer länger mittlerweile? Also ich meine, ja, das Spiel wird auch größer mit allem, was neu reingepatcht wird, aber... Früher war das mal fixer. Oh, ach, das ist das Cemetery. Da, wo auch hier Navia's Dad begraben ist und Silver und Melus. Hieß der Melus? Ja, doch, ich glaube. Ja, doch. I remember. I remember. Und da wartet Lynette schon auf uns. Mal schauen, was sie zu sagen hat. Oh, es ist schön. Oh, es ist wunderbar. Ah, ich lieb's. You took your time. Sie hat schon gar keinen Bock mehr auf uns. Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Lynette. We're working as Lenny's temporary assistants in the investigation of the Phantom Weasel. Mhm. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Maybe it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around.
Klar, weil alle Menschen mit toten Angehörigen sich kennen gegenseitig. Balthasar. Was hat Balthasar sozusagen? Excuse me, good sir. Do you by any chance know a Gemma? Gemma? You mean Caesar's fiance? Sure I do. What's this about? I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. She's heartsick. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Das Wetter ist einfach ein Paid Actor. In front of his headstone, lost in thought. Sometimes she talks to herself. Aber es passt zum Mood. Ich hoffe nur, dass wir nicht vom Blitz getroffen werden, während wir hier stehen. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is going. And she's been doing this ever since Caesar passed away? Oh, so 10 years. Wow. Their love must have been really strong. I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who still thinks about him after all these years. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, Bold of you to assume. she's running later than usual today. Normally, she'd be sitting in front of his grave by now. I wonder if she's okay. Well, that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck asking some other people. Nachher wurde sie einfach so gekidnappt oder so. Well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. I just hope she'll be able to move on one day. Okay. Okay. Gracia, was hast du zu sagen? They're saying the Phantom Weasel's back. You're kidding. Wait, isn't he dead? Giuliano, er sieht einfach aus wie so ein Pokémon-Trainer. So what's true and what isn't? But what if, just hypothetically, I mean, what if this weasel's the real deal and Caesar was framed? Called it. Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, oh, that gosh darn lousy son of a, you think you know a guy, or words to that effect. Oha. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Oh, Giuliano. Hello there. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? You've come to the right. Der Blitz, Alter. I was there. What? Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. I was right up close and didn't blink or look away once. But for the life of me, I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Sometimes he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. Huh. He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Whatever the case, now that the Strange, weasel is strange. back, Caesar's become a hot topic once more. Oh. Der Blitz, ey. Must be pleased. If Mein Caesar's name Gott. gets cleared,
Maybe it'll Das ist finally mir ein be bisschen zu resolved dramatisch. all this time. No, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. Na dann fragen wir sie mal. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it looks like she's injured. Come on, let's see if she's okay. Ja, sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Hi there. You're Gemma, right? Who's asking? Don't be afraid. We mean no harm. It looks like you're injured. How bad is it? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you? And what do you want? Sie ist ein bisschen misstrauisch. My name is Linny, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. Stell dir vor, dein Typ ist einfach vor 10 Jahren abgekratzt. Trust us. Und so 10 Jahre später kommen einfach irgendwelche Teenager und sind so, kannst du bitte alles ganz genau I erzählen? never believed that he was the weasel. Huh. I Ich suspected. wäre, glaube ich, richtig pissy an ihrer Stelle. Okay, so Hätte ich going gar keinen back Bock to drauf, yours, mich mit do you irgendwelchen remember Kindern the darüber zu unterhalten. weeks leading up to the accident? Did Caesar have a falling out with anyone, for instance? No, not that I know of. Got it. All right. Sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. Das war's? Sie haben eine Frage gestellt? Judging by the look on her face, Lol. definitely something fishy about her. She's lying. She definitely knows something. Perhaps she simply doesn't trust us. That's fair. We're just. Das ist richtig fair. Showed up and started questioning her about things that happened a whole decade ago. It makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. Meet me outside Hotel de Boer tomorrow, and then we'll start the next step of our plan. Es gibt einen Next Step. Okay, cool. Wir müssen, genau, auf den nächsten Tag warten. Zwischen 8 und 12. Machen wir das mal so. Oh, ist das nicht wunderschön? Oh, es ist beautiful. Beautiful. Onwards. We have work to do. Rendezvous with Linny. Oh, das ging jetzt schnell. Was ist der nächste Step? Over here. Lynette's not joining us today? I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be. Ganz normales Behavior. Erstmal ein bisschen ausspionieren. I don't think that Gemma's likely to open up to us. So, we need a contingency plan. What should we do? Today, we'll be looking into a guy named Lorenzo, Caesar's former pupil and assistant. When Caesar passed away, all the stolen goods discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. For long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene, though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. I had Cool. to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned, though, I hear he's got a hair-triggered temper. We'd best be careful.
Dann haben wir noch mal ein kleines Business-Meeting. Haben wir ein paar Drinks mit dem Typen. Der kann uns bestimmt weiterhelfen. Der weiß bestimmt irgendwas darüber. You neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. Das habe ich nicht erwartet. My apologies. These 2 are my assistants. When they heard that I was meeting with the former Magic Maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. And if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Oh, forget the pleasantries, just sit. Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks pretty happy about Lenny stroking his ego. I only agreed to meet since we're both magicians. Do me a favor and cut to the chase. I have more important things to do than drinking. Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. Yesterday morning, a warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do a magic show there. As such, I believe that I may well be his target. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about Caesar, who... What is there to investigate? Caesar was the Weasel and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it... Oh, nachher war das. It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. Bestimmt war das und hat es dem anderen in die Schuhe geschoben. Copycat is but one Calls. Possibility? It's a fact, Lenny. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The Weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. Ja, doch, der hat das safe was mit zu tun. Look, if this affects your magic show in any way, I will personally compensate you for any losses. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me, what exactly are you seeking to do? I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know for myself what really happened 10 years ago. What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you, anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your magician... Vielleicht hat auch einfach Caesar umgebracht. Forget about Caesar. Das wäre auch sick. Uh-oh, this is getting awkward. Manchmal liebe ich Paimon. Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. What's up, my man? Wanna grab a drink with me? Ich glaube, der hatte schon ein paar zu viele Drinks. I'm busy. Oh, come on! You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast. The fast I am back goes the world. You gotta learn how to kick back and relax once in a while. If I wanted your life... Ich bin zu viel im Internet unterwegs. Get Mein out Gott. of my face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. He and I are business pals. We worked together a bunch of times. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy the whole Ist es nicht irgendwie 12 Uhr mittags? And he wonders why he can't get Warum ist der so piss drunk? being, what, pushing 40, 30, something? Anyway, point is, a lot older than when he first got rejected by the girl he was into. Das ist unsere Info. He's still into, from what I hear. Ist es Gemma? Another word out of you. Ist es Gemma? Business with me ever. Das wäre insane. Do I make myself clear?
Oh, bestimmt hatte der Stress mit dem Typen und hat ihn umgebracht, weil er das Girl wollte. Too much to drink. All right. Insane. I'm gonna leave. Don't work too hard. I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Linny, be my guest. Ich glaube, so geil findet ihr das nicht, dass wir es investigaten. Don't say I didn't warn you. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? There's something strange about him. Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would someone you just met make an offer like that? He's gotta be hiding something. And not like Gemma. She was a little suspicious, but this guy's definitely covering something up. I think so too. Detective Paimon ist einfach wieder am Start. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. He only just left. Let's see if we can catch up with him. Oh, müssen wir dann. Mal schauen, ob wir den noch zu fassen kriegen. Oh, da ist er. Regretting life decisions. So sieht er zumindest aus. You okay there? Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I just need to ride it out. I said way too much back there, didn't I? Yeah, nearly talked. In dieser Quest haben sie es auch mit den vielen Buchstaben, oder? Note to self, no more. Also finde ich cool, aber lol. So, he was serious about threatening to cut you off? Ugh, Paimon knew he was a bad egg. He's a bad Hey, egg. keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions or make an enemy out of him. What kind of bad things? Don't even ask. I'm sorry. I'm gonna have to cut this conversation short. I'm not. Ja, der hat safe diesen Caesar umgebracht. Mit Sicherheit. Trouble with Lorenzo is one thing you don't need in your life. You saw him flare up back there. I don't know what you said to him, but clearly it touched a nerve. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. I'm leaving. Huh. There he goes. What do we do now, Linny? Shh. I think we're being watched. Oh shit. Listening into our whole conversation. Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We'd better take this elsewhere. Okay, secret hideout, let's go. Oh, okay. He meant somewhere else. Einfach ans andere Ende von Fontaine. So, Friends. Ich glaube, ich mache gar nicht mehr so lange. Wahrscheinlich noch so bis 8 ungefähr, würde ich mal so schätzen. Ich muss mich noch ein bisschen auf den Tag morgen vorbereiten. Mal gucken, wie weit wir bis dahin kommen. Die Kiste möchte ich mir gerne noch holen. You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? Oh Gott. So you're Linny. And where's your sister? Smooth Face Pacino. What's the trouble with Was? your adventure for us? Let's not drag this out. Was ist das denn für ein Name? Voice, mister. Who sent you, huh? Save your questions. Painter De Niro? Great answer. Where you're going. Capiche? Can't avoid this fight. Was das
Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me Oh up. ja, I'm ready to back you up. Let's go. Let's kick some booty. Mhm. Ich weiß gar nicht, was für ein Team ich gerade dabei habe. Ah, ich habe Linny. Ja gut. So, das können wir schon mal irgendwie so. Oh Gott, warum fliegt der 3 Kilometer weg? So. Und ihr zwei, flupp. Haben wir's. Tougher than we thought. Vision wielders are always trouble. Bis ca. 8 passt gut, ich muss eh später noch ein bisschen lernen. Guck mal, dann ist das doch perfekt. Hey, wise guys! We ain't through with you yet! Oh, they got away! Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic. And they've already done it to someone else, but who? Could it be Gemma? You're right. She was injured when we saw her yesterday and she acted like she had something to hide. Die wurden bestimmt von Lorenzo geschickt. Maybe Mit she was too Sicherheit. scared to tell us the truth because those guys had threatened her. Da müssen wir nochmal mit ihr reden. Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her. Hier ist der dritte DiCaprio. Oh, ich hab's gar nicht gesehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es wäre extrem witzig. So, wo finden wir denn Gemma? Mitten in der City. Okay. Ah, die Stadt ist auch so schön. Oh mein Gott. Ich finde es so geil. Dieses ganze Worldbuilding. Absolut großartig. Oh. Ist Lynette aufgeflogen? Ich denke, sie sollte ein bisschen stalken. Was passiert? Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. Ihr wisst doch gar nicht, ob das wirklich sie war. Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no strangers to you. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. It's been 10 years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. Hört sich ein bisschen an wie das, was Lorenzo uns gesagt hat. Ha? I really think you can get to the bottom of it all. And why are you doing this? Weil wir nosy bitches sind, deshalb machen wir das. Reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. Okay. How can I help you? I've heard that Caesar used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Do you know where it is? The Fleuve Sonde. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Sonde is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Ah, das kriegen wir schon hin. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. Relatable. Bon appetit. But stay sharp. They're likely to come for Ich würde mir auch erstmal ein Dessert bestellen. Alright, power saving mode off. I'll start taking this more seriously now.
Okay, wie kommen wir zu dem... Oh. Oh. Interessant. Mhm, mhm. Katzi! Hallo! Miau, miau, miau. Ja, ich mache das immer, wenn ich Videospiele spiele. Oh, ein Froggo. Nee, ein Lizard. Haha, ich habe ihn gekriegt. Lizard. Oh, da ist noch ein Hundi. Look at the doggo. Hi. Wie süß. Da ist noch ein Lizard. Ich krieg ihn, glaube ich, nicht. Ah, egal. If Gemma gave us the right Da ist er. location, then the workshop must be right nearby. Huh. Looks like these boxes are blocking the entrance. Let's shift them away first. You help Lini move the boxes aside. Looks like no one's... Here we go. It should be just down here. Look, warte, enter Caesar's work... Ach so. Ach so. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die... Macht nicht jeder die Geräusche? Das will ich doch hoffen. So. Das ist pretty solid. Recommended Elements Feuer. Nehmen wir vielleicht Daddy D-Look? Ja. Mit Daddy D-Look wird das schon. Hoffentlich. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Doppelfeuerpower wird schon. Ah, okay, Lini haben wir auch noch dabei. Das heißt, jetzt haben wir einfach 3 Pyro-Charaktere. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Overkill ist. Okay, bewegt sich das? Ah, okay. So this was Caesar's workshop. Das war Caesars Workshop? What the fuck? Here, just normal magic props. What's hidden further? Das ist ein bisschen groß für einen Workshop. Aber auch keine cute. Muss ich schon sagen. What was that? Oh Gott. Is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. Attack the puppets? Ah, okay, cool. Cool. Gibt's hier eine Kiste? Sieht aus, als könnte es hier eine Kiste geben. Nee. Leider nein. By royal decree, let's dance. Barbara? Barbara! Warum ist dein... Ach so. Whatevs. Oh, ich liebe die Musik. Ich liebe die Kampfmusik in Fontaine. Es ist so gut. Ja, können wir weiter? Whoa. Look, the doll in the box is glowing. Oh, sie bewegen sich. Oh, sie bewegen sich. There's something written on the card on this doll. Wo ist der? Closer look. Gab es nicht einen dritten irgendwo? Weiß ich nicht. Das sieht cool aus. Oh mein Gott. Das sieht extrem cool aus. These magic boxes are moving. They're moving. What do we do? Was? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Aha.
Aha, okay, ich sehe schon. Cool. Das ist so nice. Oh mein Gott. Ich liebe das, wenn es so diese Domänen gibt. Extra für die Quests. Und das alles so thematisch angepasst ist. Das ist voll geil. Das war bei dem Ding in Sumeru auch. Da gab es auch diesen Carnival oder so. Ich glaube, das war auch ein That's weird. Have we reached the end Event. already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. Linny, what you're looking at? This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Aha! If I just move this book, then hopefully... And... presto! A secret passageway! How did you know? More secrets. I'm a magician too, and apparently great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. Also nicht nur, dass der so ein Secret Dings hat, so ein Secret Dungeon. Er hat auch in diesem Secret Dungeon noch ein Secret Room. Mit einer Secret Chest. Mit noch mehr Secrets. Der Typ hatte scheinbar sehr viel Langeweile. Oder irgendwas sehr Dramatisches zu verheimlichen. Oh, ich liebe Linnys Ult. Die ist so cool. Cooli. Ich glaube, wir haben alles. Oh, das ist cool. Mein Gott. Look at this. And voila! Let the show begin. Ich bin absolut begeistert. Nein, so. Midnight Phantasmagoria! Here comes the finale. Why have you stopped, Lenny? Is there some device in that box? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin immer kein Fan von Aufteilen. Let's rendezvous here. Alright, see you in a bit! Ach, warum ist die Look so? So. Oh Gott, ein Puzzle. Oh no. Oh fuck. Oh! Oh crap. Okay. Lol, als ob das auch zählt. Okay, das war jetzt ein bisschen billo. Oh, es ist ein Hut. Die Musik ist so gut. Ich lieb's. Und dieses Spiel ist so wunderschön. There's a hidden room here! Noch ein Hidden Room. Let's see!
Ist das nicht geil? Oh mein Gott. Full of Caesar's own notes. Und es ist alles free to play. Wollte ich nur noch mal anmerken. Oh, wir haben sein Diary. Oh, wir haben das Diary gefunden. Thick as a brick. Thick as a brick, Mann. Read it, shall we? Klar, erstmal ein bisschen Diary. Ich meine, der Typ ist seit 10 Jahren tot. Come on. About the wishlists. At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, you can write your wishes. Well, they took me up on that offer, enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. Boy, are my legs sore. Wound up saving very little this month, but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? About the children studying magic. 2 children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young. 2 kids? They got home safely. 1 boy and 1 girl? One called Linny, one called Lynette, maybe? They wanted me to teach them how to do magic. They'd found it common for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these 2. I told them that learning magic is very hard work. That didn't faze them at all. It's like they already knew. They seemed so committed. I couldn't turn them down. Oh. About Lorenzo's issues. It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Surely he's not upset that I agreed to teach those 2 children. I'll have to talk him around. I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. They wanted to call me Master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, I don't deserve to be called. Doch, das sind Linny und Lynette und deshalb will er das rausfinden. Ja, doch. Ich glaube schon. I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. I don't dare to imagine what they must have been through. Gemma thinks so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are... Aber warte. Wir haben uns doch mit Gemma unterhalten. Eigentlich hätte sie die doch wiedererkennen müssen, oder? I've never been the sharpest tool in the shed. Their eyes are too piercing. What? Okay, jetzt bin ich raus. But the farewell? Time for me to go on tour. I asked the 2 kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their family. Sounds like their parents have other plans. Ding, ding, ding. I guess we'll be parting ways soon. Aber warum hat sie It's only die beiden denn been nicht 10 days erkannt? since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other. This, I fear, is not a good habit to have. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, it always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children. It's a shame I can't do more to help them. After thinking things over,
I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods, and that is why we must find our own truth. P.S. I hope they won't find my nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Okay. More harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that? P.P.S. Maybe I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophy. Oh, Caesar war, glaube ich, ein ganz süßer. Ich glaube, das war ein ganz süßer Typ. Ein ganz cuter. Ein Mausi. I bet they've already forgotten every word Der war nicht so Weasel. Nein. Never ever. Caesar. Just mind your own business next time. Nein, das war der nicht. Stop reading. Two magic geniuses with a father and a mission, huh? Ha, sounds familiar. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Sounds a lot like he was writing about Linny and Lynette, don't you think? So did they meet Caesar when they were kids? Let's go ask Linny. Dann treffen wir uns mal wieder mit ihm. Ist er immer noch hier unten? Ja. Linny, du hast uns schon wieder was verschwiegen. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht so super sympathisch. Also auch bei der ersten Storyline, wo wir dann ihn irgendwie vor Gericht defenden mussten. Before we go over our new Stranger rules, Typ. I wanna tell Weiß ich you how nicht. a high-altitude escape is performed. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really picture it. And then what? The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically speaking. Theoretically speaking, what do you mean? The inventor of this trick never performed it successfully. When the Okay. box opened, Oh Caesar God. was the one who fell out. Oh God. Dummy. Stell dir vor, du machst so eine riesige Show und alle Leute müssen zugucken, wie du stirbst. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. Ew. No one could hope to survive that fall. Not without a vision, at least. Oh. Oh. And no one else has ever attempted this trick since. Das könnte wichtig werden. Understanding of how it works Vielleicht ist er gar just nicht based on tot. what he could gather from his Das wäre notes krass. and the relevant gadgets here in his workshop. So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's probably for the best that no one else tries to do it. Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Glad you asked. That brings us to the secret of said box. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Inside, there's a device that only the magician himself would know about. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view.
He then escapes through this trapdoor onto the Opera House roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. That's way simpler than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. Paimon kann auch fliegen. Well, there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship. There's the falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this, all culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. Caesar was a highly accomplished magician. But unfortunately, even he didn't manage to pull it off. So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? I can make a pretty good guess. I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay. Nothing suspicious there. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here, which leads me to believe that Caesar was in fact left-handed. Why would Caesar pretend to be right-handed? Because a magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will, so as to avoid arousing their suspicion. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always Sein ganzes Leben ist einfach eine Lüge. But in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. Maybe someone exploited that fact against him. Exactly. I think that's likely what happened. Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on. Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. Oh, Lorenzo hat ihn gekillt. Mit Sicherheit. Just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. When in reality, someone switched the boxes, and they did it to murder him. But how would they be able to make the switch without being noticed? That would be difficult to pull off, no? It would have to have been someone who knew that he was left-handed and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Isn't that right, Lorenzo? Dum dum dum. It's a lie, could you? There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. But I gave you your chance. I hoped you'd do Lorenzo und seine Gang. You
disappoint me. You mean Gemma? So you are the one who's been threatening her! Yes, although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just wouldn't drop it. Which is why you can't leave this place alive. Oh, er kämpft nicht mit? Take Das ist them out natürlich feige. and make it quick. Do your worst! Haben die nicht schon Angst vor uns? Nachdem wir so ihren Butt gekickt haben. By royal decree, let's dance. At the right hand, into the fire. Burn, baby, burn it. Spatz. Ah, nee, er lebt nicht mehr. So. Ach, er steht da nur. Ach, oh, Hello. What are you? Retribution! And voila! I'll protect us. Ah, so. 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 Wow. Oh, was wird das jetzt? Mit einer fucking Karte weggeschnippt. Oh, you kids are tougher than you look. Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. Ihr Blick, sie ist einfach richtig unimpressed. I think it's high time. Ah! And what I'd really like to know is, why did you murder Caesar? If I had a Mora for every time you said that man's name. Of course you idolize Caesar, everyone else did. But I was the real genius magician. Me! He was just an I call cheap trick for narcissism. gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me. So it was jealousy. Jealousy. Hatred, more like. I hated Caesar. All he cared about was Das ist mega dramatic. he lived and breathed. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him. Wunden Punkt getroffen bei Lenny. How they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Also wenn er broke war, wie hat er sich den Dungeon geleistet? Weil das ist schon groß. Mastered all the skills and it brought me nothing more than the life I already had. So you killed him? Why didn't you just leave? He forbade me from using magic to trick people out of their Mora. There was nothing he hated more than that. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money-making magic, he would expose me and it would destroy me. I had to kill him. There was no other way. He had to go. Ja, red dir das nur ein. And this was your only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, Oh, da ist es. you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. Ich hab's gecallt. Love with Gemma. Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Oh. Caesar was so strict with me. He insisted that his way was the right way.
that the sole purpose of magic was to bring joy to the world. Oh no, how could he? I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. But I heard that the Phantom Weasel stole from the rich and poor alike. Oh yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people valued, no matter how much it was worth. That's just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. What choice do I have? You're a pack of wolves, and you've got me between your jaws. You've seen what's here, and my last-ditch effort to stop it getting out has failed. What else can I do? So be it. I've enjoyed power and wealth for the last 10 years, the likes of which Caesar could never give me. I wouldn't choose for things to end this way, but I regret nothing. Very well. In that case, I'll contact the guards. Traveler, Paimon, keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. Leave the workshop. Wir lassen ihn jetzt einfach hier. I guess. Kann ich noch mit ihm reden? At least I can finally stop looking over my shoulder now. Ja, das freut mich für dich. Sag das Gleiche? At least I can... Ja, okay. Cooli. Damit haben wir den Dungeon geschafft. So, Friends. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein relativ guter Punkt, um für heute Schluss zu machen. Bitte sag mir, dass keine Cutscene kommt. Es kommt eine Cutscene. Ah. Gucken wir uns das noch an. Bruno. Confessed to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Weasel's crimes. Laurie. Developed a conscience. What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it, because they'll be hell to pay. Ich bin voll bei ihr. Ich glaube, ich wäre auch so snappy. What should we do next, Lenny? Should we start Aber wir haben ihn noch gar nicht gefragt, was er mit dem zu tun hatte. Let's rendezvous with Lynette and Gemma first. With Lorenzo in custody, Gemma will no longer have to fear for her safety. Good point. We should go tell Gemma the good news right away. It'll give her some peace of mind for sure. Okidoki. Hier sind wir soweit durch. Ja, doch, ich glaube schon. So, meine Freunde, machen wir einmal wieder so. Und ich mache euch die Musik nochmal an. Ja, dabei würde ich es auch tatsächlich belassen für heute. Und es ist ein bisschen länger geworden als 8. Aber ja, ich finde, es war ein entspannter kleiner Stream zum Sonntagabend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder richtig cool, dass ihr alle dabei wart. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich muss mal gucken, wie ich die Woche übers schaffe zu streamen. Ich glaube, so zum Wochenende hin bekomme ich dann Besuch für Weihnachten und die Zeit danach. Und deshalb also genau um Weihnachten werden wahrscheinlich keine Streams kommen. Ich werde aber mal versuchen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich will vielleicht mal versuchen, die Woche nochmal zu streamen. Und dann könnten wir ja zumindest die Storyline zu Ende machen, die wir jetzt angefangen haben. Das wäre eigentlich ganz cool. Und ich werde mich jetzt noch ein bisschen vorbereiten für morgen. Und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder beim nächsten Stream. Schaut gerne meine Vlogs, wenn ihr da Bock drauf habt. Meine Socials, ich glaube Ausrufezeichen Socials. Dann kommt ihr auf meine Socials. Lol. Wieder gegen abends dann, genau. Also ich habe nächste Woche Neurologie-Praktikum.
das geht immer so bis 16 Uhr. Das heißt, wenn, dann würde ich auch ungefähr wie jetzt, wahrscheinlich so 18 bis 20 Uhr oder sowas streamen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz chillig, ganz entspannt. Und ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes Restwochenende. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche morgen. Einfach ist es morgen einfach schon die Weihnachtswoche. What the hell? Also einfach nächste Woche Sonntag ist, heute in einer Woche ist Heiligabend. Wie crazy ist das? Und dann ist das Jahr auch einfach schon fast wieder vorbei. Komplett krank. Aber ja, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.